Moin Sie Leute, ihr schaut MoFun VR und ihr seid genau richtig, wenn ihr euch für die PlayStation VR 2 interessiert, denn dieser Kanal beschäftigt sich seit 6 Jahren sehr mit PlayStation VR und seitdem die PlayStation VR 2 angekündigt ist, sauge ich natürlich auch alle Informationen dazu auf. Ich habe ein komplettes Video gemacht, das könnt ihr euch gerne mal ansehen, wenn ihr noch gar nicht so richtig wisst, was die PlayStation VR überhaupt alles kann. Das verlinke ich euch hier gerne, alle Informationen zu PlayStation VR, aber gestern gab es eine halbstündige Veranstaltung von Perp Games, das ist ein kleiner Publisher aus England. Die haben sich in der Vergangenheit damit vorgetan, Disk-Versionen von PlayStation VR 1 Spielen zu machen. Und das werden sie auch in der neuen Generation tun. Ja, es gibt sehr, sehr viele Retail-Versionen von PSVR 2 Spielen von Perp Games und gestern haben sie davon 10 angekündigt. Die gucken wir uns jetzt mal der Reihe nach an. Tatsächlich war für mich jetzt ja nicht wirklich was Neues drin, aber es gab zusätzliche Informationen und ich denke, der eine oder andere von euch hat da noch nicht alles gehört. Deswegen von mir jetzt eine kurze Zusammenfassung zu dem Ding. Viel Spaß dabei. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Nix für mich, denn es ist ein Horrorspiel. Madison, das kam schon letztes Jahr für zahlreiche Flat-Plattformen raus. Jetzt gibt es eine VR-Version für die PlayStation VR 2. Ein Survivor-Horror-Titel. Guckt euch mal bitte hier die Bilder im Background an. Also alle Gruselfans können schon mal Geld beiseite legen, denn auch hier könnt ihr euch eine Disk-Version davon kaufen. Das nächste Spiel sieht ein bisschen aus wie Borderlands vom Grafikstyle, heißt Desperate Vladivostok und scheint ehrlich gesagt so eine Art Wave-Shooter zu sein. Ziemlich interessante Entscheidung im Jahr 7 von VR, aber immerhin gibt es 46 Locations, auf denen man sich da rumballern kann und auch das erscheint auf Disk. Wieder Horror und diesmal in einem Mental Hospital. Ich denke mal, bei uns sagt man salopp Irrenanstalt. Afterlife VR. Ja, ist ein gruseliges Spiel, Puzzles und offensichtlich sehr intelligenten AI-Gegnern, meinen die Entwickler. Das Ganze gibt es auch jetzt schon für Steam VR, deswegen könnt ihr euch mal Reviews angucken, ob das für euch ist. Muss ich hier nicht so viel drüber erzählen. Fantastisch. Der nächste Titel, das ist allerdings für mich dann wieder interessant, Ghost of Tabor. Das wussten wir auch schon, dass das kommen wird. Es ist ein Multiplayer-Survival-Militär-Shooter und die Entwickler meinen, sie hätten sich dabei an DayZ, Escape from Tarkov und Arma orientiert. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ja, es sieht auch relativ groß und komplex aus. Das Ganze kommt Anfang dieses Jahres auch für Quest 2, für PC VR und für Pico heraus und dann im dritten Quartal für die PlayStation VR 2. Der nächste Titel ist von japanischen Entwicklern und heißt Dyschronia Chronos Alternate. Es ist ein Science-Fiction-Detektivabenteuer, habe ich ein bisschen rausgehört. Der Spieler kann in der Zeit reisen, um Fälle zu lösen. Die Entwickler meinen, man fühlt sich wie der Protagonist in einem Anime. Und auch das gibt es natürlich als Retail-Version. Ein weiterer Launch-Titel, den wir schon wussten, ist Synth Riders. Ja, das wurde auch komplett remastert und auf eine neue Engine transportiert. Zum Launch gibt es 58 Free Tracks bei dem Spiel. Da habt ihr ordentlich zu tun. Das ist ja ein Rhythmusspiel und ich würde mal sagen, so die direkte Konkurrenz zu Beat Saber. In diesem Fall haben die Entwickler jetzt natürlich alle fantastischen Features der PlayStation VR 2 benutzt. Ja, wenn ihr an Hindernisse stößt, dann merkt ihr das auch im Kopf und an den Händen etc. Es gibt im Multiplayer und Achtung, vom 22. Februar bis 22. März gibt es den Lindsay Sterling Music Pack einfach umsonst. Das könnt ihr euch also in dem Zeitraum holen und das dann noch umsonst kriegen. Am 22. Februar erscheint es als Digitalversion und dann am 17. März als Disk-Version. Voila! Ein weiterer Titel, auch bekannt, Song in the Smoke Rekindled. Hier haben die Entwickler selber sehr begeistert erzählt, dass das für sie jetzt die Ultimate Version ist. Sie haben auch das ganze Haptik-Geruffle der PlayStation VR 2 fantastisch ausgenutzt und sich gefreut. Und sie haben auch einen neuen Modus eingebaut. Ich habe nicht so richtig mitbekommen, was der noch alles kann, aber zum Beispiel kann man sich da noch freier bewegen und springen und solche Geschichten machen. Auch Eye-Tracking wird fleißig benutzt. Wenn ihr klettert, dann könnt ihr die Stellen erstmal mit den Augen markieren und auch bei Sprüngen wird das so sein. Das Schöne ist für Besitzer der PlayStation VR 1 Version, denn da kam es schon raus, das ist ein übrigens sehr schöner Survival-Titel, ist das ganze Ding kostenlos. Ja? Ihr kriegt ein Free Update. Die anderen müssen sich es nochmal kaufen. Ihr könnt es euch aber in der Retail-Version auf Disc kaufen. Yay! So, auch ein Titel, den wir schon auf der PlayStation VR 1 haben, ist Cave Digger 2, Dig Harder. Und auch das kriegt ein kostenloses Update für die PlayStation VR 2 Version. Auch hier ist alles geremastert. Es ist ein Wild-West-Mining-Game mit einem Vierer-Koop. Klingt ganz interessant. Der ganze Grafikstil ist nicht so mein Fall, aber das ist ja Geschmackssache. Sie haben natürlich auch viel geupdatet. 4K-Texturen, Dynamic Lightning, Real-Time Shadows, die ganze Haptik-Feedback-Geschichte sich vorgenommen. Und natürlich könnt ihr auch das
auf Disc bekommen. Fantastisch. So, für alle Star Wars Fans, Achtung, Achtung, nicht verpassen, Star Wars Tales from the Galaxy Edge in der Enhanced Edition. Das kommt für die PlayStation VR 2 dann auch zum Launch raus. Auch hier wird es eine Disc-Version geben, die kommt allerdings erst am 7. April. Das Spiel gab es jetzt schon für die Quest, da habe ich auch selber reingeguckt, da könnt ihr euch mal mein First Impression Video angucken. Ich habe mittlerweile dann auch ohne ein Video zu machen das weitergespielt. Ist ein wirklich schönes Spiel, das hat mir gut gefallen. Wie gesagt, für Star Wars Fans sowieso ein absolutes Muss. In dem Fall der PlayStation VR Edition ist nicht nur alles enhanced und erweitert, sondern auch der komplette DLC, den es mittlerweile für die Quest-Version gab, ist da alles mit drin. Müsst ihr nicht nochmal extra warten oder extra kaufen. Ganz zum Schluss gab es dann von Defizit Games, und das sind Jungs hier aus Deutschland, die hatten wir schon in den alternativen Realitäten in einem Interview. Sehr sympathische Menschen und vor allen Dingen natürlich unterstützenswert, VR Skater ist ihr Spiel. Ich habe das schon mal in einer Early Access Version hier auf dem PC gespielt. Könnt ihr euch angucken, da gibt es ein Video, ich verlinke euch das mal. Das kommt jetzt in einer kompletten Edition, dann im Sommer für PC VR und auch für PlayStation VR raus. Und das macht einen sehr guten Eindruck. Wenn ihr Tony Hawks mögt, dann gibt es das jetzt in VR. So ungefähr. Ihr könnt Tricks machen und rumsurfen, ganz entspannt. Man kann sich seine Skateboards customizen, habe ich im Video gesehen. Das Einzige, was ich mir da noch wünschen würde, also liebe Defizit-Leute, falls ihr das hier hört, könnt ihr uns einen Multiplayer reinbauen? Das wäre noch schön. Vielleicht für die Zukunft. Ist immer lustiger, wenn man sowas zusammen machen kann. Wie gesagt, deutsche Entwickler, sehr unterstützenswert sowas. Damit waren das 10 Titel, die man sich hier nochmal anschauen kann. Wenn ihr Lust habt, einen von den Titeln oder alle zusammen kostenlos zu bekommen, das geht, dann müsstet ihr einfach nur Perp Games auf Twitter folgen. Ich mache euch hier unter dem Video natürlich auch einen Link und dann habt ihr die Chance dazu. Das war es auch schon mit der Liste. Also kurz und knapp, ich hoffe, da ist was für euch dabei. Schreibt mir das mal super gerne in die Kommentare. Ich bin immer interessiert daran, was ihr Zuschauer da draußen dann auch wirklich cool findet und was euch nicht so interessiert. Ist ja meine Geschmackssache. Und dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ich von euch ein Däumchen nach oben bekomme. Abonniert ruhig den Kanal, wenn ihr immer früh und kompetent über die PlayStation VR 2 informiert sein wollt. Ja, dann ist das hier nämlich genau der richtige Platz, wo wir Spaß haben mit VR. Ja, ansonsten für mich ist jetzt hier der letzte Tag. Wir sind gerade auf Uluwatu. Das ist so unten von Bali, gleich neben dem Flugplatz, weil wir heute Abend dann in den Flieger steigen und wieder zurück nach Hause eiern. Ich bin sehr, sehr happy, denn die Insel schmeißt uns tatsächlich hier seit ein paar Tagen, wir sind ja in der Regenzeit hier, sie schmeißt uns jetzt auch mit ordentlich Dauerregen raus, passt alles. Ich bin aber auch extrem excited, nach Hause zu kommen. Ich kann leider nicht genau verraten, was da passiert, aber ihr könnt euch es vielleicht denken. Ich werde in dem nächsten Monat sehr, sehr, sehr glücklich sein und hoffe, dass ich euch auch dann von diesem Glück sehr, sehr nützliche Videos machen kann. Wir sehen uns dann also in den nächsten Wochen, bis die PlayStation VR 2 erscheint. Es sind jetzt wirklich nur noch 20 Tage oder so. Leute, das wird eine krasse Zeit, glaube ich jetzt. Dieses Jahr ist für VR sehr, sehr interessant und wunderschön. Bis dann, Mo von VR. Immer für euch da. Ciao, ciao. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen Mo von VR.